Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder reinschaltest. Hier ist dein Markus aus Alanya, aus der Türkei. Und ich möchte in diesem Video auf einige Punkte eingehen, die aus der Community mir zu Ohren gekommen sind, die die Türkei betreffen, aber auch die ganze Welt. Denn die Natur ist im Wandel, die Menschheit ist im Wandel, die Politik, Leute, ist im Wandel. Und ein Punkt, bevor wir ins Video einsteigen, will ich schon mal erwähnen, dass ich es ganz krass finde, dass bei mir in der Community Videos, die um Gesundheit oder auch um die Politik geht, dass die nicht so gerne angeschaut werden. Gesundheit, Leute, ist das A und O. Politik, okay, darüber kann man sich streiten, aber jetzt natürlich der volle Fokus darauf aktuell liegt in Deutschland aufgrund der Bundestagswahlen, ist es doch interessant, gewisse Videos, gewisse Sichtweisen vielleicht auch mal zu sehen. Und die Aufrufe gehen drastisch nach unten, wenn man dann über solche Themen redet. Entweder interessiert es dich nicht, Gesundheit und die Politik, oder der Algorithmus spinnt. Und die KI möchte nicht diese wichtigen Informationen zum Körper, Geist, Wohlbefinden, Gesundheit und aber auch politische Themen, dass du dich darüber informierst. Nichtsdestotrotz, die Videos sind online. Check dir einfach die letzten Beiträge ab. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, denn Steuererhöhung, Waffenlieferungen und weiterhin in die Ukraine irgendwelche Gelder spenden oder auch das, was in den Kitas passiert, das bringt mich auf jeden Fall zum Nachdenken und sollte dir vielleicht auch mal ein paar Einblicke bringen. Das soll aber jetzt nicht das Thema sein, denn das, was auf Santorini passiert, 2/3 der Bevölkerung auf Santorini hat schon die Insel verlassen und es hat noch nicht mal richtig angefangen anscheinend, laut Experten. Das bedeutet, dass ein großes Erdbeben noch bevorstehen soll. Und was dann mit der Insel passiert, das ist heftig. Und da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, ob du schon mal auf der Insel warst. Das ist ja sehr beliebt, gerade auch von sogenannten Influencern auf dieser Insel. Ich selber war noch nicht dort, soll aber sehr schön sein oder schön gewesen sein. Aber es könnte sein, dass dadurch immer mehr und mehr Vulkanausbrüche oder Vulkane aktiviert werden. Mehr und mehr Umweltkatastrophen sozusagen passieren, auch im Mittelmeerraum. Und was passiert dann natürlich? Auch die Türkei ist betroffen. Und es gibt immer wieder diese Beiträge und es gibt immer wieder diese Menschen, die warnen natürlich davor. Und es ist auch gut so, dass man natürlich warnt. Aber es ist auch viel wichtiger, selber dann in eine gewisse Vorbereitung zu gehen. Gerade wenn man natürlich in sogenannten Erdbebengebieten lebt. Wenn du natürlich jetzt nur mal Urlaub machst und du bist mal für 2 Wochen dort und es passiert was, natürlich, dann ist es eine sogenannte am falschen Ort zur falschen Zeit. Aber wenn du hier lebst, könnte man ja eventuell gewisse Vorkehrungen treffen. Wobei, man muss sich da nichts vormachen, Leute. Wenn ein Erdbeben, wie genau vor heute, 2 Jahre ist es her, in der Türkei, in Gaziantep und wie die ganzen Ortschaften dort heißen, ein Erdbeben dieser Stärke wieder kommt, dann fallen auch sicherlich in Europa und auch in Deutschland gewisse Häuser zusammen. Da kann man einfach froh sein, wenn man dann überlebt. Aber es gibt immer wieder natürlich diese Macher, Angstmacher, die sagen, hunderte, tausende Menschen werden ums Leben kommen beim nächsten Erdbeben in der Türkei. In Istanbul ist es erwartet, dass ein Riesenerdbeben kommt. Ich habe vor 1,5 Jahren schon ein Video darüber gemacht, weil auch dort wieder Experten sozusagen gewarnt haben. Was Fakt ist, Leute, dass die Erde sich immer bewegt und dass es zu hoher Wahrscheinlichkeit zu Erdbeben kommen wird, die auf jeden Fall nicht unbedingt mit schönen Ausgang enden werden. Das ist klar wie Kloßbrühe. Aber ob das jetzt stattfindet, ob das in 2 Wochen stattfindet, vielleicht 1 Stunde nach dem Video oder erst in 100 Jahren, das kann doch kein Mensch genau sagen. Auch wenn sie dir die Angst damit machen wollen. In San Francisco leben Millionen Menschen. Und auch diese Menschen warten sozusagen darauf, auf dieses Riesenerdbeben. Ganz ehrlich, worauf willst du warten? Warum willst du warten? Wenn du doch Angst haben solltest, dann komm doch gar nicht erst in so eine Stadt oder komm doch erst gar nicht in die Türkei, wenn du Angst hast vor Erdbeben. Denn auch hier in der Türkei gibt es sehr viele Erdbeben. Auch ich habe schon einige Erdbeben erlebt, aber ganz ehrlich, es ist ja wohl ein Riesenunterschied, ob es ein Erdbeben der Stärke 8, 9, 10 ist oder ein Erdbeben der Stärke 3, 4 oder 5. Und das, was vor ca. 1,5 Monaten in der Türkei war. Vor Alanya, auch dort, wo wir zu dem Zeitpunkt nicht waren, aber es war hier ein Erdbeben, war das schon anscheinend sehr heftig. Grob die Stärke 5.
Aber alle Häuser hier in dieser Region sind stehen geblieben. Auch unser Gebäude. Alles super. Klasse. Also Türkei hat anscheinend gut aufgeholt oder wir haben Glück gehabt mit unserem Bauträger. Diese Sprüche mit immer, ja, die fallen dann bei einem Erdbeben zusammen wie Kartenhäuser. Ich will sehen, nein, ich will nicht sehen, was passiert, wenn in Deutschland mal irgendwie mal ein Erdbeben sein sollte, was ja eigentlich nicht möglich ist aufgrund der tektonischen Platten, ja, anscheinend. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dann dort auch viele Gebäude einstürzen würden. Und deswegen, ich will damit sagen, lasst euch nicht in die Angst treiben, macht euer Ding, gebt weiter Gas und lebt vor allen Dingen nicht in der Angst, weil diese Angst, die lähmt euch. Die lähmt euch, Entscheidungen eventuell zu treffen, die ihr in 50 Jahren oder vielleicht sogar in ein paar Jahren schon bereuen würdet, weil ihr das nicht gemacht habt. Und das ist doch das Allerschlimmste. Und dementsprechend, ganz, ganz wichtig, sein eigenes Ding zu machen. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, weil ich annähernd jeden Tag auf gewissen Plattformen live gehe und sehr viele Menschen in meine Chats reinkommen und auch schreiben, dass sie wirklich teilweise Angst haben, in der Türkei zu sein, weil sie wirklich etwas erwarten. Und ich weiß nicht, warum immer und immer wieder sowas kommt. Ich weiß natürlich, dass sowas zieht. Ich weiß natürlich, dass die Menschen gerne solche Schreckensnachrichten hören. Auch die Nachricht immer wieder habe ich heute im Chat gehabt. Markus, stimmt es, dass das Meer zurückgegangen ist? Ja, manchmal geht das Meer zurück. Manchmal steht der Meeresspiegel höher als sonst. Vielleicht hat das was mit Ebbe und Flut zu tun. Vielleicht stand der Mond die letzten Tage anders als sonst. Das heißt aber nicht, dass jetzt irgendwie ein Tsunami auf uns zurollt. Ich persönlich, zu meinem Teil, kann sagen, ich bin total angstfrei, was das angeht. Ich habe keine Angst, hier in der Türkei zu sein. Ich habe keine Angst, in der Türkei zu leben und ich habe keine Angst vor Erdbeben. Natürlich ist es Fakt, dass wenn ein Erdbeben kommt, dass man in dieser Situation ist und dann sowieso handeln muss. Und wenn was passiert, was einen unschönen Ausgang hat, auch für mich selbst, dann ist das auf jeden Fall nicht schön, aber viel schlimmer ist es ja dann für die Hinterbliebenen. Und dementsprechend mach dein Ding, zieh durch. Und wenn du denkst, die Türkei, das ist ein schöner Ort, du willst hier leben, du willst hier auswandern, du willst vielleicht auch investieren, dann ist das dein Ding. Und diese Menschen, die dich aufhalten wollen oder die dich immer warnen wollen, schau doch selber, wo diese Menschen aktuell stehen. Schau doch selber, wo diese Menschen sind. Gesundheitlich, körperlich, finanziell gesehen. Macht es nicht immer Sinn, auf solche Menschen zu hören, die dich vor irgendetwas warnen wollen, die selber aber gar nicht da sind, wo du vielleicht hin willst. Lass mir unbedingt deine Meinung da, ob du Angst hast, in die Türkei zu kommen oder ob du einen weiten Bogen machst, wie viele Menschen um die Türkei, obwohl sie noch nie da waren. Nur weil irgendwas in der Tagesschau publiziert worden ist, mach dir doch selber ein Bild. Genieß die Natur, genieß die Zeit und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du deine Meinung auch da lässt und ich freue mich, wenn du auch mal live bei mir dabei bist. Vielleicht auch demnächst sogar mal auf YouTube. Lass es mich auf jeden Fall wissen. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Und lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da, deinen Kommentar, deine Meinung und teile auch gerne dieses Video. Bleib gesund und munter, bleib in deiner Mitte und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Egal wo und wann du bist. Dein Markus aus der Türkei, aus Alanya.